Morgens um 7 kommt das Monster, das mit den Riesenzähnen. Und keiner hat so sehnlichst darauf gewartet wie die Försterin Iris Beisheim. Wenn alles klappt, kann sie hier bald endlich wieder neuen Wald pflanzen. Jetzt schafft ihr quasi Bedingungen wie zu Hause oder wie halt in der Pflanzschule im Pflanzbeet, in dem dieser Boden aufgelockert wird, das Gras durchtrennt wird. Jede Hausfrau zu Hause, die einen Garten betreibt, macht das letztendlich auch. Sie lockert den Boden auf, um dann die Pflanzen reinzubringen. Und alles, was den jungen Pflanzen im Weg steht, wird dadurch auch gleich beseitigt. Iris Beisheim ist Försterin im osthessischen Soldingswald. Jahrelang hatten auf dieser Fläche die Überreste des großen Windwurfs eine Aufforstung verhindert. An diesem Morgen fräst eine 400 PS starke Maschine den Boden auf, bricht Baumreste und Wurzeln wie Streichhölzer. Vorbereitung für die Pflanzaktion. Jetzt im Herbst kommt alles auf einmal. Bäume pflanzen, Bäume fällen und dann auch noch die Jagd. Bald kommen Jagdgäste, die viel Geld für das Erlegen eines kapitalen Hirsches bezahlen. Und Iris Beisheim ist ihr Jagdführer. Eine Menge Arbeit also steht an. Wir wollen die Försterin einige Wochen begleiten. Also ich habe zwar so eine ungefähre Skizze von meinem Tag oder auch von meinem Wochenplan, von meinem Monatsplan, was ich wo arbeiten möchte und abarbeiten möchte. Aber letztendlich ist jeder Tag anders. Es kommt ein Anruf und ich muss alles wieder umschmeißen, weil etwas schiefgelaufen ist oder weil was Neues dazugekommen ist und ich kann es so nicht durchführen. Das Wetter spielt eine Rolle. Wenn es in Strömen regnet, kann ich schlecht auszeichnen, weil die Farbe auch gar nicht an den Bäumen hält. Und so ist immer jeder Tag anders eigentlich, wie ich ihn ursprünglich geplant habe. Wie recht sie damit hat, werden wir schon bald selbst erleben. Idyllisch wie in einem Heimatfilm liegt die Försterei Benjendorf in einem Waldtal unweit von Heringen. Jetzt, Ende September, hört man hier die Hirsche selbst am Tag brüllen. Es ist Brunft, die Paarungszeit des Rotwilds. Hier lebt die Försterin mit ihren Jagdhunden. So, auf einsteigen. Nach einem kurzen Stopp ist Iris Beisheim schon wieder unterwegs in den Wald. Sie will an diesem Vormittag noch Bäume markieren für die Fällung. Auszeichnen, wie die Förster sagen. Doch weit kommt sie nicht. Die Polizei ruft an. Ja, und wann ist es gestern Abend passiert? Und war in dem Auto ein Schaden gewesen? Okay, haben die Kollegen irgendeine Markierung auf die Straße gemacht? Haben sie nicht. Jo. Was ist jetzt passiert? Was passiert? Es war gerade ein Anruf von der Polizei, dass gestern Abend ein Wildunfall gewesen ist, auf der Straße hier unten. Und da ist mit einem Pkw ein Hirsch angefahren worden. Der Pkw hat wirtschaftlichen Totalschaden und da ist deswegen davon auszugehen, dass dem Stück auch was passiert sein kann, also ernsthaftere Verletzung. Insofern werde ich jetzt kurzfristig mein Programm umschmeißen, meine Auszeichnungsarbeiten hinten anstellen und kurz mal nach dem Tier schauen, wenn es denn schwerer verletzt ist, dass ich es eventuell auch erlösen kann. Also wieder zurück. Aus der Försterin Iris Beisheim wird jetzt erstmal die Jägerin, die mit ihren speziell geschulten Hunden solche Aufgaben lösen kann. Gut verwahrt im Stahlschrank ihr Gewehr, noch weiß sie nicht, ob sie es brauchen wird. Ipse, die 10-jährige Hündin dagegen, weiß genau, was jetzt kommt. Ipse, komm rein, hopp. Die Suche nach verletztem Wild, dafür ist sie die Spezialistin. 70, 80 Mal im Jahr macht sie das. Auf ihre Nase kann sich Iris Beisheim immer verlassen. Doch auch sie muss jetzt erstmal Detektivarbeit leisten. Hier am Rand sind die Kilometersteine. Jetzt sind wir bei 3,7. Ich habe die Information, dass es ein Kleinwagen gewesen ist, der einen Totalschaden hat. In dem Moment, wo er einen Totalschaden hat, gehe ich davon aus, dass ich da noch Fahrzeugteile am Rand finde. Eine ungefähre Kilometerangabe habe ich auch, wo es passiert sein soll, Kilometer 4,5. Sodass ich im Bereich Kilometer 4,5 jetzt nach diesen Fahrzeugteilen suchen werde. Und da auch dann den Hund ansetze, dass er von dort aus anfängt mit der Arbeit. Jetzt sind wir bei 4,1.
Also hier sieht man, dass es eine relativ frische Abbruchkante ist. Da ist noch kein Dreck dran, kein Schmutz. Das ist also eine relativ frische Scherbe. Ich vermute mal, wir nähern uns langsam an der Stelle, wo es auch passiert ist. Also das ist wohl die Stelle, ne? Das wird die Stelle sein. Und hier ist noch ein Teil von der Leiste, von irgendeiner Leiste des Autos. Also hier hat es schon Scherben gegeben. Ab jetzt muss sie sich ganz auf Ibse verlassen. Und die Hündin, so scheint's, hat auch schon Witterung aufgenommen. Ibse hat jetzt schon was, oder? Sie hat was gerochen, gewittert. Ich habe zwar die Information, dass das Stück eigentlich nach links gelaufen sein soll. Aber im Zweifelsfall hat der Hund immer recht. Insofern gehe ich einfach mal hinterher und schaue, wo sie mich hinbringt. Tunk, Leine. Da liegt er. Da liegt das Stück und versucht wegzukommen. Jetzt versuche ich den Hund zu fixieren, damit er mit dem Stück nicht auf die Straße läuft. Es ist ein junger Hirsch, 1 Jahr erst alt, der mit dem Auto zusammengestoßen war. Irgendwie hat er sich noch hierher geschleppt, mit gebrochenen Vorderbeinen. Ibses Bellen lenkt das schwer verletzte Tier ab. Gelegenheit für die Försterin, sich von der Seite näher heranzuschleichen. Dann tut sie, was sie tun muss. Mit den gebrochenen Beinen hätte der Hirsch keine Überlebenschance gehabt. Hätte sich aber womöglich noch tagelang gequält. Das sind ja keine inneren Verletzungen wie Herz und Lunge, die der Mitleidenschaft bezogen sind. Aber es ist eben nicht mehr in der Lage, Nahrung aufzunehmen. Es wäre elendig verhungert oder vielleicht sogar angefressen worden von Schwarzwild. Und das ist sicherlich kein schöner Tod. Insofern war es das jetzt die beste Lösung für das Tier. Das ist Tierschutz? Das ist aktiver Tierschutz, ja. So etwas ist Alltag für sie. Jederzeit kann ein Anruf kommen. Auch wenn Wildtiere von Jägern angeschossen werden und flüchten, müssen Ibse und ihr Frauchen ran. Der hatte volle Breitseite gekriegt. Der hat selbst hier oben am Kopf eine Verletzung. Armes Kerlchen. Für den menschlichen Verzehr ist der Hirsch nicht mehr geeignet. Er wird im Dickicht versteckt den Wildtieren überlassen. Jetzt erst kommt Iris Beisheim zu dem, was sie sich vorgenommen hatte für diesen Tag. Am Rand von Benjendorf liegt an einem steilen Hang eine große Waldfläche mit Kiefern und Lärchen. 60 Jahre sind die Nadelbäume alt. Bis sie geerntet werden können, müssen sie nochmal so lange wachsen. Am Ende aber bleiben hier nur 200 Bäume pro Hektar übrig. Bewaffnet mit einer Sprühdose kraxelt Iris Beisheim jetzt hinauf. Die Försterin will die besten Bäume auswählen und auch solche markieren, die sie bedrängen. Die sollen die Waldarbeiter dann schon nächste Woche fällen. Ein Strich heißt, der muss weichen. 4 Punkte, ein Baum mit Zukunft. Anstrengend ist dieser Job. Hier ist ein Prachtexemplar. Und immer wieder trifft sie hier alte Bekannte. Vor 5 Jahren habe ich hier schon mal gestanden. Das sieht man auch ganz schwach hier an den alten Markierungen, die ich damals schon gemacht habe. Und damals hatte ich mich für die Lärche entschieden. Und wenn ich mich so umgucke, werde ich es wieder so machen. Das heißt also, werde ich einfach die Markierung wieder auffrischen. Wir werden schauen, wer diesmal am meisten im Weg steht. Denn mittlerweile hat sich hier oben der Raum schon wieder geschlossen. Und gebe ihr erneut Platz und hoffe, sie will es dankbar aufnehmen. Also bekommt der jetzt einen Strich. Kilometer läuft sie so durch den Wald und immer geht der Blick nach oben. Ja, also man kann das nicht den ganzen Tag machen, das funktioniert nicht. Sondern hoch. Der wird haltsteif, ja. Also es ist wirklich so, dass durch jetzt viele hochgucken und überlegen, irgendwann mal sagt das Genick, danke, das war's.
Und dann fängt man an, wenn man dann da unbedingt noch peitschenderweise den Bestand fertig auszeichnen möchte, faul zu werden und nicht mehr nach oben zu gucken. Und das ist nicht gut, weil für die Entscheidungsfindung, welchen Baum nehme ich jetzt hier, muss ich alle Aspekte irgendwo berücksichtigen. Und wenn ich den oben außer Acht lasse, dann mache ich Unfug. Also dann lieber die Entscheidung gesagt, also ich höre jetzt heute hier auf und gehe noch mal hier hin. Dann mache ich insgesamt eine bessere Auswahl, als wenn ich es in einem Rutsch durchziehe. Förster ernten selten die Früchte ihrer Arbeit, für einen langen Zeitraum aber entscheiden sie über ihren Wald. Wieder ein Strich, wieder schafft sie Platz für einen Zukunftsbaum. Und dann reden wir uns in 5 Jahren wieder, wie er dann aussieht. Wer redet da miteinander dann? Ja, wir zwei. Wir diskutieren das aus. Sie mit dem Baum? Genau. Also es macht halt Spaß und man kriegt auch irgendwann eine Beziehung zu einem Bestand und zu seinem ganzen Wald und auch zu den einzelnen Individuen. Ich meine, dadurch, dass ich ihn markiert habe, weiß ich ja ganz genau, hier war ich schon mal. Und wenn man dann sieht, dass es gepasst hat und dass die Entscheidung damals richtig war, es zu tun. Und wenn der Baum auch von der Ernte her keinen Schaden erfahren hat und wir weitermachen können, da wo wir aufgehört haben, dann ist das irgendwo eine positive Rückkopplung, die ich habe. Ein bisschen geht noch, dann reicht's für dieses Mal. Es hat geregnet, Gelegenheit für etwas Bürokram. Gehört leider auch dazu, sagt Iris Beisheim, und wird laufend mehr. Telefon und Handy klingeln eigentlich ständig. Gerade ruft ein Fuhrmann an, er sucht eingeschlagenes Holz, das er abtransportieren will. Auch die Arbeit am Computer gehört längst zum Försterberuf. Holzmengen erfasst Iris Beisheim schon draußen im Wald mit einem mobilen Datengerät. Im Büro speist sie die dann in den Zentralrechner des Forstamts ein. Der Förster von heute? Ein Waldmanager mit Hochschulausbildung. Computer war früher kein Thema für einen Förster. Also Förster war eigentlich nur im Wald und alles, was so an Büroarbeiten waren, wurden hauptsächlich am Forstamt erledigt, also bis auf den Lohn und die Nummernbücher. Aber mittlerweile sind wir auch sehr, sehr stark am Schreibtisch gebunden. Also ich sage mal, 1/3 meiner Arbeitszeit ist sicherlich auch Innendienst. Ja. Kommen wir noch genug in den Wald? Ich wünschte mir manchmal mehr noch, aber man kommt auch noch in den Wald, ja. Zum Beispiel jetzt? Zum Beispiel jetzt, genau. Es ist schon später Nachmittag, doch Iris Beisheim hat noch etwas zu tun. Pirschen. Wir dürfen sie begleiten. Wenn die Hirsche brüllen, beginnt auch die hohe Zeit der Jagd. Einen besonders kapitalen Hirsch vermutet sie in dieser Ecke ihres Reviers. Das ist er. Da muss man hin. Den will sie sich jetzt genau anschauen. Schon bald nämlich erwartet die Forstbeamtin einen zahlenden Jagdgast. Mehrere tausend Euro will der sich das Jagen auf einen richtig alten Hirsch kosten lassen. Gutes Geld also für Hessenforst. Doch gejagt werden darf nur auf einen Hirsch, der mindestens 10 Jahre alt ist. Das war er sicher nicht. Ein ganz junger flüchtet, offenbar vom Platzhirsch verscheucht. Der ist jetzt also ganz nah. Mit Seifenblasen prüft Iris Beisheim die Windrichtung. Wenn der Alte uns riecht, kriegen wir ihn nie zu sehen. Dann steht er plötzlich vor uns. Was für eine Stimme! Iris Beisheim möchte nun schnell ein Foto von ihm schießen, um das Alter des Hirsches mit Kollegen zu diskutieren. Etwas erschreckt ihn, vielleicht ein Lichtreflex in der Kamera. Gewittert haben kann er uns nicht. Uns beeindruckt er mächtig, die Försterin aber sieht sofort viel zu jung. Das war ein kleiner, also mittelalter Hirsch. Hat von der Stimme mehr hergemacht, als er rauskam. Lohnt sich auch nicht zu fotografieren. Also muss sie weitersuchen. Wenn so einer schon klein ist, wie mögen dann die Großen aussehen? Wir sind gespannt. Für heute aber ist erstmal Schluss.
Wieder mal ein Arbeitstag, an dem keine Zeit war für eine Mittagspause. Und wieder mal hatte er 10 Stunden. Jetzt endlich kommt Iris Beisheim dazu, etwas zu kochen. Eine ihrer Leidenschaften sei das, sagt sie. Ein paar Tage später, 6 Uhr am Morgen, im Wald ist schon Betrieb. Eine Baumschule aus Südhessen hat endlich die jungen Bäumchen für die Windwurffläche geliefert, gleich einen ganzen LKW voll. Die Wurzeln müssen nun ganz schnell mit Erde bedeckt werden, damit sie nicht austrocknen. Auch Iris Beisheim ist natürlich schon da, zur Kontrolle. Ja, worauf kommt es hier jetzt an? Ja, vom Prinzip her ist mir die Pflanzenfrische wichtig, also dass die Wurzeln zum Beispiel nicht verpilzt sind, dass das Wurzel-Spross-Verhältnis in Ordnung ist und dass die Pflanzen von der Verzweigung her okay sind und auch natürlich den bestellten Menge und auch Güte entsprechen. Das heißt, die müssen gezählt werden jetzt. Die müssen gezählt werden. Das heißt, ich werde jetzt, solange die hier den Einschlag vorbereiten, mal einen Bund durchzählen, damit ich weiß, wie viele Pflanzen pro Bund enthalten sind. Und dann anschließend beim Abladen die Stückzahl der Bunde. Beim ersten fehlten schon mal 2, also zählt sie noch weitere durch. 25 gepasst. Das hat gepasst jetzt? Das hat gepasst, ja. Nachlässig oder gar großzügig darf sie hier nicht sein. Es geht bei dieser Lieferung immerhin um Pflanzen im Wert von mehreren tausend Euro. Douglasien vor allem, auch ein paar Fichten hat sie bestellt, zur Mischung. Douglasien, weil sie dieser Baumart zutraut, auch mit dem wärmeren Klima in der Zukunft klarzukommen. Schon bald sollen sie auf der nahen Windwurffläche ausgepflanzt werden. Neuer Wald, viel Handarbeit wird das werden. Dann muss sie schon zu ihrer nächsten Baustelle. Gegenüber vom Monte Carli, der großen Salzabraumhalde bei Heringen, wachsen an steilen Hängen Buchen und Fichten. Hier sind gerade große Maschinen bei der Holzernte. Iris Beisheim hat mit roter Farbe eine Schneise markiert, die der Harvester freischlagen sollte. Der hat sich allerdings offenbar einen anderen Weg gesucht. Es sind tonnenschwere Kolosse, die hier im Einsatz sind. Nur angeseilt können die solche Hänge runterfahren. Harvester ersetzen im Wald schon seit langem menschliche Arbeitskraft. Diese Großmaschinen können ganze Bäume absägen, hochheben und in passende Stücke schneiden. Ganz so, wie der Kunde sie bestellt hat. Ein Harvester schafft nicht nur mehr, sondern ist auch billiger, als dafür Waldarbeiter einzusetzen. Die sind nicht mal böse drum. Die Arbeit hier am Hang ist hart und gefährlich. Man kann es schon mit Menschen machen, ist natürlich eine ziemliche Quälerei. Also wenn man gerade mal in den Bestand reinsieht, also hier entstehen die Bäume sehr dicht. Das heißt, jeder Baum, den man abschneidet, will vom Prinzip hängen bleiben und der müsste wieder runtergezogen werden. Oder eben mit einer zweiten Maschine auch wieder runtergezogen. Und das wäre sehr, sehr aufwendig. Ist für eine solche Maschine wesentlich leichter. Wolfgang Zell arbeitet für einen Unternehmer, der seine Dienstleistung an Hessenforst verkauft. Zell ist ein Spezialist, der im Akkord bezahlt wird. Viele gefällte Bäume, viel Umsatz. Auch deshalb ist Iris Beisheim hier vor Ort. Täglich muss sie die geernteten Holzmengen ermitteln. Und auch hier sollen die besonders guten Bäume weiter gepflegt werden. Wenn man jetzt nichts macht, dann wachsen alle irgendwo gleichmäßig mit, die Guten, die Schlechten. Und so rechnet sich das schon, dass man Zuwachs und Ertrag dann auf den besten Baum steuert. Deswegen auch so wichtig, dass er den mir nicht beschädigt. Ist sie streng? Nicht streng. Sie tut ihre Arbeit, sie tut ihre Pflicht. Also man muss hier schon so arbeiten, wie die Ja Vorgaben gut, sind, ne? ich meine, dafür, sonst brauchen wir keine Vorgaben zu machen, wenn wir uns nicht anhalten wollen. Also das ist schon, muss schon alles eine Richtigkeit haben. Und man weiß auch, dass kontrolliert wird, ne? Man weiß, dass kontrolliert wird, man versucht sowieso so gut wie möglich zu machen, keine Schäden zu machen. Wir wollen wiederkommen, genau. Ich meine, natürlich sind wir hier, weil wir Geld verdienen müssen oder wollen.
Aber man macht sich trotzdem auch seine Gedanken um den Wald und sieht nicht nur die Festmeter. Gleich nebenan ist ein anderer Spezialist im Einsatz, auch er natürlich durch ein Stahlseil gesichert. Frank Vornow holt die gefällten und zugesägten Stämme aus dem Hang und bringt sie an den Waldweg. Die Holzpreise sind gerade auf hohem Niveau. Auch deshalb muss Iris Beisheim mindestens 10.000 Festmeter jedes Jahr aus ihrem Revier abliefern. Rohstoff im Wert von mehr als einer halben Million Euro. Doch die schweren Maschinen sollen auch möglichst geringe Schäden am Waldboden hinterlassen. Ich wollte erstmal den Bereich machen unterhalb, damit es nicht gar so viele Schäden gibt. Solange es trocken bleibt, kann man hier oben weitermachen. Ne? Ja, genau. Ja, wir haben auch gesagt, da unten ist ein bisschen ebener und ein bisschen flacher, kommt ein bisschen mehr reisig und das passt besser als wir hier oben. Doch der Produktionsdruck ist hoch, Holz begehrt. Ohne diese Großmaschinen ist Forstwirtschaft deshalb heute kaum noch denkbar. Aus diesen Stämmen werden schon bald Latten oder Transportpaletten hergestellt. Und die Nachfrage steigt ständig weiter. Hier käme man ohne Menschen nicht weiter. Auch Markus Wedel, den sie hier alle Butz nennen, hat Mühe durchzukommen. Der Forstwirt soll Ordnung ins Chaos bringen. Ein Sturm hat einige Tage vorher gewütet und dicke Bäume gleich reihenweise umgeworfen oder abgebrochen. Das eine oder andere lässt sich vielleicht noch retten und an Holzkäufer losschlagen, hofft die Revierforsterin. Und Butz muss dafür mitten rein ins Chaos. Ist ein schweres Durcheinander hier. Oder geht es noch einigermaßen? Geht noch einigermaßen, weil es da vorne dann gleich wieder aufhört. Ja. Eine kleine Schneise hat hier reingeschlagen. Ich denke mal, die kann man so aufarbeiten. Okay. Aber wenn es zu kritisch wird und das Holz zu sehr unter Spannung liegt, dann bitte aufhören, an einer anderen Stelle weitermachen. Und dann holen wir hier einen Drücker dazu. Ne? Also nichts riskieren. Die Gesundheit geht vor. Ne? Hier haben wir es mit Abgebrochenen zu tun, da geht es noch so einigermaßen. Aber es gibt dann zum Beispiel auch im richtigen Windwurf, dann sind das solche Bügel, die liegen dann von der ganzen Länge an, 25 oder 30 Meter, wie lang so ein Baum ist, liegen die dann da. Und man muss den dann abschneiden und liegen womöglich noch über einen anderen Wurzelteller oder einen anderen Baum oben drüber. Und dann entsteht dann eine derart große Spannung, dass der eben dann schon mal einige Meter nach oben schlagen kann. Ne? Ja, da gibt es auch jedes Jahr wahrscheinlich Unfälle, ne? Leider immer noch sehr viele, auch teilweise tödliche. Gleich wird er auch an so einem gefährlichen Baum arbeiten. Ein Überhänger, eine Fichte mit ziemlich Schlagseite vom Sturm. Der Stamm steht unter starker Spannung, könnte nach hinten aufreißen. Butz muss mächtig aufpassen. Perfekt. Weniger schön, wie der Stamm drinnen aussieht. Was ist denn der? Ist der jetzt faul innen drin? Das sieht ja faul aus, ne? Der ist faul, ja. Das ist durch den Schaden entstanden, entweder von außen, ja, im Zweifelsfall von außen. Man sieht es ja hier, wie es reingelaufen ist. Und das Holz ist so bröselig und so faul, dass man es mit den Fingern zerdrücken kann. Und das ist natürlich für sämtliche Verwertung nicht mehr zu gebrauchen. Da gibt es schon noch für Geld, aber diesen Brocken will eigentlich keiner so richtig haben. Also muss Butz erst mal ein paar Meter absägen. 3 Meter, oder? Der Forstwirt tastet sich vor, bis wieder festes Holz kommt. Gesund schneiden nennen die Förster das. Nach 3 Metern ist es soweit. Hätte der Stammholzkäufer vorne diesen Faulfleck gesehen, wäre er nicht erfreut gewesen, hätte gemeint, den Stamm nehme ich nicht. Aber dadurch bedingt, dass der Butz jetzt hier die 3 Meter abgeschnitten hat, ist das Reststück für ihn interessant und verwertbar und damit auch gut verkäuflich. Und jetzt guckt er, dass er eine 20 Meter Länge kriegt. So viel passt auf den Holzlaster. Trotzdem, der wertvollste dicke Teil unten ist faul, weil die Hirsche dort die Rinde angeknabbert haben. Wildschäden, ein heikles Thema. Man hat den Eindruck, über Wald und Wild und zu viel Wild reden Förster und Jäger nicht gern. Ja, es ist natürlich immer ein heißer Streitpunkt. Ne? Ich meine, der Förster neigt dazu, etwas mehr Wild zu schießen, ja? Weil er den Blickpunkt oder den Fokus auf den Wald hat, weil er eben die Bäume nicht geschält bekommen möchte, weil er die Bäume nicht verbissen haben möchte. Deswegen jagen Förster erfahrungsgemäß etwas mehr. Und Jäger sind draußen, weil sie eben Wild gern sehen wollen, weil sie Wild bejagen wollen. Und dann ist es natürlich nicht gut, wenn dann der Forst schon so viel geschossen hat. Und das ist immer so ein bisschen ein kritisches Thema und ja, wird heiß diskutiert.
Auch wenn dieser Stamm nun wieder gesund aussieht, viele Bäume hier zeigen Schäden vom Wild. Wohl, weil es mehr gibt, als der Wald verträgt. Und selten lässt man sie so ungestört äsen wie diese Rotwildfamilie, die sich Bucheckern auf einem Waldweg schmecken lässt. Auf dem Rückweg zur Försterei will Iris Beisheim schnell noch etwas erledigen. Eine knorrige alte Buche war ihr aufgefallen, die will sie noch markieren. Mit Schlangenlinie und einem roten H. H, das steht für Habitat, Lebensraum, für Pilze etwa oder Fledermäuse, Naturschutz im Nutzwald. Und ein Holzkäufer würde eh nicht jubilieren bei dieser Buche. Auf Grundlage der vielen Äste, die mal da dran gewesen sind, teilweise abgestorben, teilweise noch vorhanden. Also dieser Baum besteht ja fast zur Hälfte aus Krone oder über Hälfte ist Kronenholz. Aber es ist ein mächtiger Baum und der macht mir einfach Spaß. Wir sind zertifiziert im Staatswald und müssen auch einen gewissen Raum für die Natur belassen. Und mit dem Schutz oder Schutzstellung von solchen Bäumen tun wir dieser Pflicht letztendlich Genüge. Es ist nicht eine Pflicht für mich, sondern ich mache das gerne. Das heißt, da ist die rote Sprühdose nicht das Aus für den Baum? Nein, das ist sozusagen der Daumen hoch. Sprich, der Baum hat es geschafft. Der darf in Ruhe alt werden und sterben. Ich will es hoffen, dass was geworden ist. Aussehen tut's gut. Sie stapelt tief, natürlich ist der Braten gelungen. Ein Kollege von Iris Beisheim ist zum Abendessen gekommen. Es gibt Hirschbraten mit Klößen. Da ist sie wieder, die Leidenschaft fürs Kochen. Wilhelm Weber leitet das Nachbarrevier. Die beiden helfen sich gegenseitig aus, auch bei der Betreuung der Jagdgäste. Mit Wilhelm Weber wollen wir morgen noch einmal versuchen, einen alten Hirsch anzupirschen. Ja, wollen wir mal hoffen, dass das mit dem Abend noch funktioniert. Äpfel sind sein Geheimrezept und Kräuter. Wilhelm Weber macht sich fertig für die Pirsch. Überall reibt er sich jetzt mit Apfelsaft ein. Und auch der Reporter bekommt was ab. Überall, wo was rausguckt, muss was dran. Ja, wir tarnen uns jetzt geruchsmäßig gegenüber dem Wild, sagen wir mal, gegenüber den Hirschen, die wir beschleichen wollen. Die freie Wildbahn mit Bären und Wölfen macht das natürlich anders. Die wälzen sich in Aas, aber das ist, glaube ich, nicht so das, was wir heute noch brauchen. Deswegen lieber wohlduftender Salbei. Pfefferminz ginge auch, haben wir aber zurzeit nicht da. Und das riechen die Hirsche dann nicht mehr? Nein, also unser Geruch wird etwas überdeckt. Und das, was den Menschen ausmacht an Geruch, das ist so ganz schwach noch vorhanden, aber nicht mehr so, dass sie gleich spitz kriegen, wer da jetzt unterwegs ist. Also irgendein Kräuterweiblein vielleicht, aber nicht wir. So parfümiert wollen wir uns gleich anschleichen. Der Hirsch ist schon ganz nah. Jetzt kommt noch ein zweiter Trick. Wilhelm Weber imitiert einen Rivalen, um den liebestollen Hirsch aus der Dickung zu locken. Jetzt nur nicht bewegen. Er ist hier der König. Oder will da etwa einer was? Nein, da war nichts. Der angekündigte Jagdgast ist gekommen, ein Banker aus dem Rheinland. Einmal auf einen kapitalen Hirsch zu jagen, das ist sein Lebenstraum, sagt Achim Verweyen und macht sich bereit. So, wenn dann der Tag kommt, wo man gesagt kriegt, hier, ich schicke dir mal Bilder vom Hirsch und sieh zu, dass du runterkommen kannst, dann geht natürlich der Puls ganz mächtig nach oben. Das ist schon so. Bei mir war das gestern der Fall. Ich habe dann sehr schnell Urlaub eingereicht und den ich auch dankenswerterweise sofort bekommen habe, weil auch der Arbeitgeber doch so ein bisschen um die Leidenschaft weiß. Ja, und dann bin ich heute Morgen hier runtergefahren und jetzt wollen wir es mal angehen. Iris Beisheim hat in ihrem Revier am Vortag noch einen anderen alten Hirsch entdeckt. Jetzt will sie mit dem Gast auf Jagd gehen.
So, das Ja. war gestern um 13:47 Uhr. Insofern sind wir jetzt auf der sicheren Seite, denke ich mal. Warte mal, ich habe noch ein schöneres Bild, wo er ein bisschen größer wird. Das ist ein Altersmerkmal. Bis zu 5.000 Mal, ja. Euro kann die Ja. Jagd auf so einen kapitalen Hirsch kosten. Geld für die Staatskasse. 10 Tage wird Iris Beisheim jetzt morgens und abends mit ihrem Gast unterwegs sein, bis er Erfolg hat. Auch das ist Teil ihres Jobs. Gräveschild heißt dieses Waldstück. Wir sehen den Hirsch an diesem Spätnachmittag von ferne, wie er mit einer Hirschkuh anbändeln will. Ja, moin, Herr Wedel, hier ist Beisheim. Wo steckt ihr gerade? Oben. Alles klar. Okay, bis gleich. Das war gerade falsches Timing, sprich, die sind gerade beim Frühstücken. Bitte? Schön. Falsches Timing, die sind gerade beim Frühstücken. Okay. Iris Beisheim sucht ihre Waldarbeiter. Oh, ist das eine Fichte? Hm? Macht die Spaß? Hier vorne habe ich Das noch. freut das Försterherz, ne? Das freut das Försterherz, ja. Wie müssen Fichten sein? Stabil und dick. Wie man sieht, haben sie auch sämtliche Stürme überlebt und sämtliche Käferangriffe hat diese Fichte hier überlebt. Die macht einfach nur Spaß. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier vorbeifahre und sehe sie stehen. Und sie hat wieder dem Sturm ein Schnäppchen geschlagen. Es hat geregnet am Morgen. Die Männer sind richtig nass geworden und müssen sich in der Hütte erstmal aufwärmen. 3 Forstwirte gehören zu ihrer Försterei. Manfred Leng, Ralf Köberich der Meister und Markus Wedel. Arbeitsbesprechung. Aber ich, ja. Brauchen wir da einen Schlepper dabei oder geht das so? Im Moment geht es noch so, ich arbeite erstmal die auf, die liegen, wo man drankommt. Man kennt sich schon ein paar Jahre. Auf die 3 hält Iris Beisheim große Stücke. Ist noch nicht zu überblicken von oben. Die kennen auch kein schlechtes Wetter. Die sind auch bei schlechtem Wetter am Arbeiten und so ist es ja auch. Man sagt ja, Frauen sind die bessere Chefs. Stimmt das? Tja, Sag jetzt nichts Falsches. was heißt besseren Chefs? Also das ist ja bei uns so ein bisschen anders als wie woanders. Sie ist im Prinzip unser kleiner Chef und dann haben wir ja auf dem Forstamt unseren großen Chef sitzen und Kassel sitzt ganz oben. Aber die Zusammenarbeit mit einer Frau ist hier im Wald ist es eben eine Kameradschaft und wir müssen alle füreinander da sein und aufeinander achten. Und da ist es egal, ob ich einen Mann oder eine Frau von mir habe, da gehe ich mit jedem gleich um. Wenn er was kann. Ja, und das kann sie. Man ist ohnehin aufeinander angewiesen. Erfolg gibt's hier nur im Team. Doch bei weitem nicht alles gelingt. Wir sind unterwegs zu einem Sorgenkind der Försterin. Auf der Höhe über dem Werratal markiert ein alter Sandstein die Grenze zwischen Hessen und Thüringen. Hier, dicht an der Kali-Abraumhalde, hat Iris Beisheim bereits im vergangenen Frühjahr eine Fläche aufgeforstet, die der Sturm verwüstet hatte. Ein mehrere Hektar großes Waldstück ist für viel Geld mit Eichen ausgepflanzt worden. Gegen die hungrigen Mäuler der Rehe sind die Knospen der jungen Bäumchen durch einen Zaun geschützt. Doch der hilft nicht gegen die Witterung, die den Pflanzen hier zugesetzt hat. Chef, bleib. Bleib unten. Bleib liegen. Groß brav. Was ist noch geblieben von der Investition? Davon will Iris Beisheim sich jetzt ein Bild machen. Muss vielleicht alles nochmal bepflanzt werden? Das Gras ist inzwischen über 1 Meter hoch. Gar nicht so leicht, hier die kleinen Bäumchen zu finden. Doch die man sieht, sehen gar nicht gut aus. Offensichtlich vertrocknet. Die ist noch am Leben, ist noch grün, aber sieht nicht sehr gesund aus. Und das Bild setzt sich hier leider so fort, wie ich es fast erwartet habe. Weil wir ein sehr, sehr trockenes Frühjahr hatten, wo die
Pflanzen, die jungen Bäume kaum Feuchtigkeit bekommen haben und dann noch zusätzlich eben gegen das Gras ankämpfen mussten. Und das Ergebnis sieht man hier. Die Pflanzen, die eigentlich gut in der Erde stecken, auch vom Prinzip her fest im Boden integriert sind leider abgestorben, sind vertrocknet. Und das ist natürlich ein Schaden, ne? Das ist ein sehr großer Schaden. Und auch hier in dem Bereich setzt sich das fort. Worauf man bauen und hoffen kann, ist eben, dass die junge Eiche sich hilft und noch so viel Kraft in der Wurzel hat, dass sie wie hier noch so einen Notstrieb schiebt und noch mal hinterherkommt. Sodass ich mir das im Frühjahr noch mal betrachten werde, wie viele jetzt wirklich davon überlebt haben. Und dann die Pflanzen, die wirklich ganz ausgefallen sind, ergänze. Aber das sieht zumindest hier ganz gut aus. Doch nicht alles verloren also. Ihre schlimmsten Befürchtungen sind nicht eingetreten. Auch diesmal bleibt ihr nicht viel Zeit für eine Pause. Über mehrere Quadratkilometer erstreckt sich ihr Revier. Die Wege sind lang. Und der nächste Kunde wartet schon. Nach endenfreudig ist, ne? Dann ruhig auch mal bitte warten, bis der den Kopf dreht. Ja. Das kann auch noch ein kleineres Ende sein, gilt aber ab 4 cm dann auch zum Ende. Ne? Kleine Geweihkunde für Timo Schömer, einen weiteren Jagdgast. Der will hier auf einen jungen Hirsch jagen. Nur, wie sieht so einer aus? Die Försterin versucht zu erklären. Aber das ist so der Obergrenzfall. Also der hat oben so 3 angedeutete Zacken, hat unten den angedeuteten Pinükel. Vom Prinzip her wäre richtig, ja, weil er erfüllt alle Kriterien nicht. Ja. Also das ist zu kurz und das gilt auch nicht als Ende. Aber ich sag mal, das ist halt so Tanz auf dem Vulkan. Das ist sehr kritisch, ja. Okay. So, ich meine, genau. wenn der auf der anderen Seite dann einigermaßen sauber wäre, dann wird auch keiner den Kopf abreißen. Man kann eine Menge falsch machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Schnell hat man was falsch gemacht. Und dann? Ja, dann steht man da. Dann ist man in der Zwickmühle, ne? Man muss bezahlen auch noch. Das kommt dann auch noch. Und Ärger hat man. Warum hat man nicht abgewartet? Aber man soll ja Geduld und Zeit haben. Die muss auch Achim Verweyen noch aufbringen. Mehrere Versuche von ihm waren bisher erfolglos. Noch aber hat er seinen Traum vom kapitalen Hirsch nicht aufgegeben. So, heute Abend gibt es noch einen Versuch, ne? Nächster Versuch, jawohl. Und? Wie ist das Gefühl? Ja, angespannt, aber gut. Könnte klappen heute Abend. Möglicherweise. Der alte Hirsch zumindest ist immer noch im Revier. Mit der Kamera erwischen wir ihn am späten Nachmittag noch einmal. Natürlich auf Brautschau. Jetzt also sind 2 Jäger im Revier. Und tatsächlich fällt auch ein Schuss. Hat es den Alten vom Gräbeschild erwischt? Nein, Timo Schömer hat geschossen. Er hat einen jungen Hirsch erlegt. Mal so, war nicht so weit weg, dass man sagen, dass wir unten raus. Und ist das jetzt ein richtiger Hirsch? Der passt 100%, jawohl. Hirsch vom 2. Kopf und auch keinen Zacken zu viel. Vorne sogar einen zu wenig. 2. Kopf heißt was? 2. Kopf heißt, dass der Hirsch 3 Jahre alt ist. Das heißt also als Kalb geboren, dann als Jährling hat er nur Spieße und das nächste Geweih, was er dann schiebt, ist so ein Geweih, wie er jetzt hier hat. Der Schuss an diesem Abend wird den stolzen Jagdgast rund 500 € kosten. Ja, Weidmannsheil sagt man da, ne? Ja, Weidmannssank. Ja, und ist das der erste Hirsch, oder? Der erste Hirsch, jawohl. Und wie fühlt man sich dann? Ja, super. Wenn der Abschluss gepasst hat noch, jetzt man dann hört von der Försterin, dass alles passt, einwandfrei, ist man natürlich noch mehr beruhigt. Dann ziehen sie die Beute dieser Nacht mühsam zum Weg. Von da wird der Hirsch direkt zum Kühlhaus gebracht. 100 Kilo Wildbret, deren Verkauf weiteres Geld in die Staatskasse bringen wird. Eines fehlt dann doch noch für einen erfolgreichen Abschluss der Jagd. Ja, dann mein herzliches Weidmannsheil. Hat wunderbar geklappt. Super Sache, jawohl. Einen Abend draußen und schon funktioniert. Super. Perfekt. Für den ersten Hirsch. Dankeschön. Weidmannssank. Hat was zu bedeuten?
Hat was zu bedeuten. Das ist ja, eine Weidmannssitte und Waldmenschensprache zu gebrauchen, Tradition. Genau. Hm. Was passiert jetzt mit dem Hirsch, mit der Trophäe? Die Trophäe, ja, die werde ich ja mitbekommen, das Haupt. Und dann werde ich mir die Trophäe präparieren lassen und die wird einen schönen Platz bei den anderen Jagdtrophäen haben. Okay. Das ist bis jetzt die größte Jagdtrophäe, von daher kriegt es auch einen Ehrenplatz. Und den Bruch, den hebe ich natürlich auch auf. Okay. Für ihn ist die Jagd Hobby, für die Försterin dagegen Teil des Berufs. Jagd mit dem Gewehr, so umstritten sie ist, übernimmt im Wirtschaftswald die Funktion von Wolf oder Bär, die längst ausgerottet sind. Vielen Bäumen hier ist anzusehen, dass zu viel Wild ihnen zu schaffen macht. Sie werden faul werden, das Holz minderwertig. Und junge Bäumchen hätten ohne Zäune oder Schutzhüllen kaum eine Chance, groß zu werden. Zugleich aber gilt die Pflicht, Wild zu erhalten in seinem angestammten Lebensraum. Die richtige Balance dabei aber ist oft noch nicht gefunden. Also wir haben hier auf der Ecke 4 Gatter, die bepflanzt werden müssen. Das ist jetzt hier die Eiche, die frei bleibt. Ne? Und hier im Anschluss pflanzen wir Douglasie. Ja. Hier unten ganz genauso Douglasie. Ne? Wir laufen es gerade mal ab, dass wir es mal sehen können. Wieder mal früh am Morgen, ein paar Tage später. Ein Unternehmen mit polnischen Forstarbeitern beginnt endlich, die letzte Windwurffläche aufzuforsten. Die gelieferten Douglasien sind schön frisch geblieben. Trotz der Vorarbeit der riesigen Kulturmaschine aber ist das Pflanzen hier nur mit teurer Handarbeit möglich. Douglasien stammen eigentlich aus Amerika, doch Förster schätzen sie, weil sie auch bei uns schnell wachsen und Holz produzieren. Vor allem aber kommen sie mit der künftigen Klimaerwärmung und trockenen Sommern besser zurecht als die heimische Fichte, so zumindest die Hoffnung der Försterin. Endlich geht es auch auf dieser Fläche wieder voran. Mehrere Jahre nach dem Sturm hat Iris Beisheim dieses Ziel erreicht. Und gerade nach solchen Kalamitätsereignissen, wo man doch schon so ein bisschen traurig ist, wenn man rauskommt und sieht, wie der Wald geworfen worden ist, wo die Bäume, die lange hier gestanden haben, auf einmal mit einem Schlag weg sind. Wenn dann halt wieder der Anschluss geschaffen wird über die Kultur. Dann fühlt man sich gut, ja. Ein Stück also wäre wieder geschafft. Auf dieser Brachfläche wird wieder Wald entstehen und viele Jahre noch wird die Försterin ihn betreuen. Ernten aber werden ihn erst künftige Generationen. Schauen wir noch einmal nach dem Jagdgast. Achim Verweyen hat wenig Glück. Er sieht den kapitalen Hirsch immer nur von Weitem. Zu weit für einen Schuss. Vor der ungefährlichen Kamera auf dem Nachbarhochsitz dagegen zeigt er sich. So behält der alte Hirsch vom Gräbeschild sein Leben. Zumindest für diese Jagdsaison. Bei ihrem Managerjob im Wald haben wir die Försterin von Benjendorf einige Wochen begleiten dürfen. Iris Beisheim ist eine von nur 20 Frauen unter 400 Männern in Hessen. Noch ist Förstersein eine Männerdomäne. Doch es ist ihr Traumberuf, sagt Iris Beisheim. Trotzdem? Förster vom Silberwald, davon ist also relativ wenig übrig. Und ich sag mal, ja, diese Romantik, die vorhanden ist oder die halt diesen Beruf umschwebt, die ist sicherlich in der Form nicht da. Also das ist schon ein knallhartes Wirtschaftsgeschäft. Also man produziert ja als Produzent, verkauft Holz und man unterliegt auch Regeln und Normen, die eingehalten werden müssen. Aber irgendwo gibt es noch die Rückzugsgebiete, wenn man draußen ist, aber nicht in der Form, wie man es letztendlich von den Filmen oder ja, von irgendwelchen Serien her kennt. Und immer nur Natur, das geht auch nicht, sagt sie. Ihr Rezept dagegen, ein 200 PS starkes Motorrad. In 3 Sekunden von 0 auf 100. Motorradfahren, noch so eine Leidenschaft von ihr. Wenn das Wetter passt, ist sie unterwegs.
Und wenn es dann rührt in Tal bei Heringen, dann sind das nicht die Hirsche, dann ist das die Försterin vom Säulingswald.